German Television. Der Carsten räumt gerade die letzten Schilder weg, die da sind. Wir werden ihn freiräumen. Die Farbe zieht mir immer wieder die Schuhe aus. Das ist so ein, ja, ich sag mal, ein AMG Mercedes Blau so ein bisschen, was ihr da gewählt habt. Aber es ist euer Blau, gar keine Frage. Und das Blau weiß ich aus ganz vielen Videos. Haut rein wie eine Bombe. Carsten Pries, man muss sagen, der Stand wird mal wieder überrannt. Es ist Dienstag, der Stefan ist reingekommen. Ich grüße dich, Stefan. Ja, grüß dich, Sven. Hi. Ja, ich werde dich ablösen, du kannst rein. Die Leute schreien nach dir. Stefan, magst du weitermachen? Dann haben wir das nämlich. Machen wir weiter. Vielen, vielen Dank, Carsten, übrigens nochmal, dass du angeboten hast. Ja. Was hast du eben noch gesagt? Wo bleibt der Stefan, der da ist? Jetzt haben wir ihn. Genau. Danke, Carsten. So, hast du einen Schlüssel vom Auto? Wir müssen Klappen öffnen und so weiter, dass wir das haben. Schlüssel? Welchen Auto? Außen hier von dem blauen her, dass wir das einmal haben. Da würde ich einmal kurz außen rumgehen. Du machst schon mal den. Ich hol den Schlüssel. Du holst den Schlüssel. Die Farbe, wie gefällt dir das Ganze? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde es super schön, ja. Mir gefällt das Blau gut. Es ist halt auch mal was anderes wie dieses klassische Weiß. Aber Blau mit Silber, das sind die zwei Farben, die wirklich so sensationell schön aussehen. Stefan, das Blaue, das fixt die Leute unglaublich an, oder? Ja, das ist ein richtig schönes Fahrzeug, ist auch ein schönes tiefes Blau. Finde ich gut. Das Rote in der Verbindung, das ist so ein Kirschrot, was du gewählt hast. Das Auto haben wir gerade eben schon gedreht, ja. Ist auch wunderschön, aber das Blau, muss ich sagen, das ist irgendwie, das gefällt mir zumindest extrem gut, oder? Wobei mein eigenes Fahrzeug hat dieses Rot, dieses Biarritz-Rot. Ich bin eher ein bisschen bei Rot, wobei das sind natürlich ganz klassische Farben und Bimobil darf bunt sein. Du hattest ein hellgrünes Auto gefahren, du kannst dich noch daran erinnern, da waren die Hunde drin mit allem drum und dran. Wie kommt denn jetzt das Rote an bei den Kunden, die draußen sind? Sehr gut. Genauso viele Leute, die außen rumstehen und gucken und Kommentare geben. Also es ist immer wieder nett, wenn man innen drin sitzt und ein bisschen zuhört. Stefan, komm mal gerade zu mir, dass wir das ganze Auto mal sehen. Denn das Besondere an den Fahrzeugen ist wirklich der Brand. Also es gibt Autos, die sehen mittlerweile so ähnlich aus, die ist alles drauf. Da steht nur nicht Bimobil drauf. Ja? Und wenn du aber ein Bimobil hast, egal wie alt es ist, kommen Leute automatisiert und wollen reingucken. Da ist auch niemand, der sagt, Mensch, der Alkoven ist aber nicht so schön, weil immer mehr Hersteller keine Alkoven mehr bauen. Bei euch ist das quasi Muss, denn das ist die optimale Raumausnutzung, mehr geht nicht. Und diese Kante, die ihr hier drin habt, die baut ihr, glaube ich, schon seit ewigen Zeiten, oder? 95. Seit 95 Jahren? Nein, seit 1995. Da haben wir die entwickelt, hatten auch ein Patent drauf für 20 Jahre und hat sich bewährt. 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie und die ist einfach gut und da werden wir auch nicht dran gehen. Ja, wir kommen nach München, werden die neue Fertigung zeigen. Wir haben die alte gezeigt, da war es noch ein bisschen eng, muss ich dazu sagen, die Kabinenfertigung, die da ist. Ihr habt unglaublich investiert die letzten 2 Jahre, denn ich sag mal, Marketing ist eine Sache, aber wenn mehr Kunden kommen, ihr könnt ja nicht auf einmal mehr Fahrzeuge bauen. Demnächst tut sich da was, habe ich gehört. Ja, richtig. Wir haben ja Mitte letzten Jahres die Servicehalle in Betrieb genommen. Das heißt, wir haben dann eine neue Halle mit knapp 1000 Quadratmeter. Und hatten jetzt Riesenglück und haben vom Nachbarn noch eine große Halle dazu mieten können. Und da werden wir jetzt mit der Produktion 2 umziehen und da freuen wir uns schon drauf. Ist natürlich jetzt wieder ein Riesenaufwand und viel Arbeit. Das Jahr ist also auch schon wieder mehr oder weniger abgehakt, aber da haben wir viele Möglichkeiten. Und an der Halle sind wir seit 20 Jahren dran. Wie viele Fahrzeuge baut ihr denn im Jahr? Jetzt aktuell? Also aktuell sind wir bei ungefähr 80 Fahrzeugen. Hängt auch damit zusammen, dass wir wie alle halt Lieferketten, Fahrzeuge werden nicht eingeliefert und das ist einfach schwierig in der aktuellen Zeit. Das wird sicherlich noch ein halbes, dreiviertel Jahr so gehen. Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres mit der neuen Halle und so weiter wieder unsere 100 erreichen, was unser Soll ist. Ja, cool ist hier die Bereifung. Du hast eine große Bereifung, die sorgt für Bodenfreiheit pur. Das ist sensationell. Und die Bremsen sind natürlich angepasst hier an die Bereifung, korrekt? Das ist richtig. Das sind die Originalräder und dementsprechend 19,5 Zoll Felgen. Da passen dann auch die Bremsen dazu. Es gibt mittlerweile auch eine Alufelge, habe ich gefilmt in Bern. Hast du die gesehen? Vom Delta 4x4 von unserem Partner, selbstverständlich. Das ist da. Und die Felge bietest du optional an. Du sagst aber, die Stahlfelge funktioniert ganz hervorragend, denn du kriegst sie weltweit, oder? Richtig, 19,5 Zoll ist eine Standardfelge, die gibt es weltweit. Man kriegt halt mit 19,5 Zoll diese Baustellenreifen, die für Langstrecken und richtig gut geeignet sind und die halt entsprechend robust sind. Wenn man richtig Offroad will, dann geht man auf die geraden Felgengrößen, das heißt 20 Zoll ist dann die Alufelge und da gibt es dann von Delta 4x4 auch entsprechende All-Terrain-Reifen. Das heißt, für die mehr Offroad fahren wollen, ist das dann die bessere Wahl. Kann der Matsch da raus an den Seiten bei den Baustellen?
Wie gesagt, das ist ein Baustellenreifen. Der ist für Schotter gemacht, der ist für ein bisschen Schlamm gemacht und so weiter. Okay, aber nicht fürs derbe Gelände. Ich zeige es mal gerade. Hier ist jetzt ein anderes Fahrzeug. Was ist das für eine Basis? Auch ein Das ist ein Mercedes Artego. So, hier sieht man sehr schön, da ist alles offen an der Seite. Richtig, da ist alles offen. Das ist ein sogenanntes offenes Profil. Das heißt, auch die Flanken sind schräg. Das heißt, das ist sozusagen selbstreinigend. Das heißt, der Dreck, der drinnen ist, nach 2-3 Radumdrehungen ist der auch wieder rausgeflogen. Kann ich denn jedes Fahrzeug mit einer anderen Bereifung haben? Also das Fahrzeug zum Beispiel jetzt mit dieser Bereifung, wo wir gerade gesehen haben? Nein, der Michelin XZL, den gibt es nicht in einer Größe, die auf den Daily 4x4 passt. Das heißt, der kleinste XZL in 20 Zoll ist zu groß. Und wenn ich jetzt auf die typischen, ich sag mal, Anbieter gehe, zum Beispiel Grabber AT und so, die haben keinen Reifen dafür, ne? Die haben leider keinen Reifen dafür, es geht um den Lastindex. Kommt man damit schon weit mit diesen, ich sag mal, Profilen? Ja, auf jeden Fall. Super. Empfehlung ist, du warst gerade in Lappland, glaube ich. Richtig, Nordlappland. Du hast Nordlichter gesehen. Ja, an meinem Geburtstag hat es tatsächlich geklappt. Ich habe Glück gehabt. Klär mich mal auf. Meine Frau will nämlich da hoch, will Nordlichter sehen und die hat dann nachgeguckt, die hat gemeint, die kommen ab Oktober. Ja. Du hast gesagt, mit ein bisschen Glück, die sind nicht immer da. Die sind nicht immer da. Und wie gesagt, wir haben jetzt einmal Glück gehabt, wobei wir auch viel schlechtes Wetter hatten. Also es wären wohl welche da gewesen, man sieht sie halt nicht. Wolken, richtig. Wolken und Schnee. So, ich gucke, bitte. Aber unser Partner Abenteuertouren, die fahren jetzt. Und letztes Jahr ist er dann auch im Ende Januar, Februar gefahren. Und die haben mich dann mit Nordlichtbildern zugespammt. Also ich denke mal einfach 4 Wochen später ist der bessere Zeitpunkt. So, das hier ist eine andere Art des Reisens. Man sieht ganz viele Fotos. Eure Leute schicken euch unaufgefordert und jede Menge Fotos zu. Das Ganze schon seit Jahrzehnten. Richtig. Und das Coole ist, es gibt geführte Touren. Zum Beispiel von Abenteuer Osten heißt jetzt? Abenteuertouren. So, denn Osten geht ja im Moment nicht. Ja. Und bitte. Wie viele Wohnmobile sind denn da dabei von euch? Also wie viele Leute? Ganz unterschiedlich. Also bei jeder Tour sind 2, 3, 4 Bimobile dabei. Ja, und insgesamt 5, 6, 10 gleichzeitig auf verschiedenen Touren verteilt. Ja, wieder mal die alte Geschichte, kurz und knapp. Da kommt man auch schon mal auf Bahnschwellen. Da kommt man auch mal auf Bahnschwellen, ja. Dann fällt aber nicht das Auto auseinander. Nein, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, die blödste Idee unseres Lebens. Aber man erzählt halt auch Jahre danach noch von, wir sind auf Bahnschwellen gefahren. So, hier sieht man sehr schön, das ist PVC verkleidet und das Ganze ist dann nochmal, es sieht aus wie Metall. Leider hat Iveco das geändert, oder? Du fragst immer so schön. Nein, das ist natürlich Stahl geblieben. So, bitte mal draufhauen. Ja. So, das ist Stahl, das bedeutet, wenn da mal, ich sag mal, du fährst mal irgendwo gegen leichtes Gestrüpp und so, das macht dem nichts, oder? Ja, auch mal so ein paar Zentimeter dicken Baum kann man zur Not wegdrücken, wenn es ist. Es gibt so Steinschlag-Schutzfolie, die, ich sag mal, habt ihr sowas schon mal im Einsatz? Also wir selber bieten es nicht an, aber etliche von unseren Kunden haben das. Wobei eine Folierung generell ja eine gute Sache ist, weil die Folie kann man nach ein paar Jahren abziehen und der Lack drunter ist dann unbeschädigt. Die Lackierung, die ihr ausübt, viele fahren noch mit dem ersten Lack rum bei der Kabine, oder? Ja. Das ist so, die hält, also Thema ist UV-Schutz und so weiter. Wie geht ihr damit um? Das muss ja ewig halten, die Lackierung. Hält ewig. Also ganz selten haben wir mal welche, dass bei Kabinen, die viel im Süden stehen, der Decklack abgegangen ist. Das muss man halt dann nachlackieren. Aber generell sind auch Kabinen, die 25, 30 Jahre alt sind, noch erstaunlich gut erhalten. Ja, du bist ein absoluter Pragmatiker, dir ist ziemlich vieles egal. Also Trends und so weiter gehst du ein Stück weit mit, ja, wo es sein soll. Du sagst, die Dinger sind für diesen Einsatz gebaut, optimiert worden über Jahrzehnte. Dass da jetzt einfach so ein Rohr drumherum läuft, das ist die beste Lösung eigentlich, oder? Weil das wesentlich schöner abläuft, so ein Baum auf so einem Rohr, oder? Richtig, ja. Das ist ein Astabweiser. Hat den Vorteil, dass man natürlich die Alkoven-Vorderkante schützt. Gleichzeitig ist es ein Grundträger für die Fernscheinwerfer oben, die LED-Balken. Und hebt natürlich, wenn ich seitlich am Baum vorbei, die Äste hoch, sodass die nicht flach auf die Dachaufbauten wie Dachhaube und Solaranlage oder sowas draufknallen. Wenn 2 verschiedene Metalle aufeinandertreffen, kann es Kontaktkorrosion geben. Ja, wie geht ihr damit um? Wir verwenden die richtigen Materialien. Ganz selten erwischt es uns auch, aber wenn man die richtigen Materialien kombiniert, beziehungsweise gegebenenfalls ein Stück Gummi unterlegt, dann haben wir damit kein Problem. Inwieweit sind denn die Ivecos schon tauglich für Salz und Schnee? Also ein Unterbodenschutz macht auf jeden Fall Sinn bei jedem Transporter und jedem LKW, weil
ein Nutzfahrzeug ist ja ausgelegt für 4, 5, 6 Jahre, aber eine irre hohe Kilometerleistung. Wir drehen das ja um. Der Reisemobilist hat eine moderate Kilometerleistung, will das Fahrzeug aber 20, 30 Jahre fahren. Das heißt, die Langzeitkonservierung sollte man auf jeden Fall investieren. So, du baust kräftig. Das Wort KfW 55 wird dir bekannt sein. Alles geht auf Passivhaus. Ihr habt, wenn ihr diese KCT-Fenster, die Hartglasfenster einbaut, eine dichte Kabine. Das ist so. Ist die auch wärmedämmend? Absolut. Wir brauchen sehr, sehr wenig Energie zum Heizen. Beziehungsweise im Sommer, wenn man eine Klimaanlage drin hat, auch wenig Energie zum Kühlen. Ja, du hast ja eine geniale Lösung. Ist die hier eingebaut in Bayernluft, hier in dem hier? Die Bayernluft müsste drin sein. Überall da, wo, nee, bei dem nicht, Entschuldigung, der hat die Kunststofffenster drin. Überall da, wo nur KCT-Fenster und Dachhaube drinnen ist die Bayernluft-Zwangskombination. So ist das. Bayernluft werden wir gleich mal sehen. Die Frage lag dir schon auf der Zunge, was ist Bayernluft? Es ist ein Hersteller aus Bayern, so ist es, den habe ich angeschrieben. Das Ding haben wir im Einsatz bei uns im Wohnzimmer, einfach mal testweise eingebaut. Du hast das Ding, eigentlich ist es gedacht, oder er hat es entwickelt für Kellerräume, um die zu entfeuchten, trocken zu halten, vollautomatisiert, sogar in Mietwohnungen und so weiter. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das Ding einzubauen? Wie es halt so der Zufall ist. Irgendjemand hat mal gesagt, da gibt es jemanden, der kleine Geräte baut zum... Hast du es irgendwo eingebaut hier? Im EX480 muss es drin sein. Komm, wir gehen mal rein, dass wir es einmal zeigen. Ja, lass mal gucken schnell. Weil es ist so, dass mittlerweile sich viele Leute das nachgerüstet haben. Man kann es, glaube ich, sehen, du hast einen Auslass oder zwei Auslässe. Nicht drin, weil wir eine andere Dachhaube haben. Ja. Dann lass mich nochmal schnell ein anderes Auto anschauen, bin sofort zurück. Gerne, sehr gerne. Und wir zeigen den schon mal gerade von hinten. Ja. Der hat jetzt eine Heckklappe hinten, den hatte der rote nicht. Und da sind Fahrräder drin. Und Stefan hat zu mir gesagt, wir holen ihn nicht raus. Nee, Carsten war das. Aber ist ja auch Carsten hat es gesagt, ja. Und wir holen ihn nicht raus. Und das Ganze ist aber so, hier mit Kabelbindern im Moment fixiert, im Messebetrieb, der da ist. Da ist ein Schwerlastschlitten oben drauf. Und die Fahrräder kannst du ohne jegliche Belastung einfach rein und rausheben. Ja, richtig gut. Das ist klasse. Stefan ist zurück. Leider nicht auf dem Stand. Ist nicht so schlimm. Bitte bayernluft.de heißt das ganze Ding. Und es ist ein computergesteuerter Wärmetauscher, der dafür sorgt, dass Frischluft reinkommt, aber nicht die Energie rausgeht. Und er entfeuchtet auch. Richtig. Also das ist letztendlich ein Kästchen mit, 40 auf 30 Zentimeter und ungefähr 15 Zentimeter dick. Das ist über einen sehr, sehr einfachen Wärmetauscher, hole ich die Frischluft von außen. Und durch den Wärmetauscher erreiche ich den Taupunkt, das heißt, die Luft wird auch entsprechend entfeuchtet. Und ich habe also angewärmte Frischluft, die auch noch deutlich trockener ist. Bei meinem Fahrzeug habe ich 2 Stück davon drin. Kein Zug, das ist das Coole. Oder kaum Zug, oder? Muss man schon sagen, ja. Brauche ich dann einen Max-Fan und noch so ein Bayernluft und noch eine Klimaanlage? Oder was ist so das Sinnvollste dann für welche Region? Also Max-Fan brauche ich nicht mehr, weil ich ja eine kontinuierliche Durchlüftung habe. Eine Klimaanlage brauche ich natürlich trotzdem. Unterflur, dein Tipp? Unterflurklimaanlage im Fernreise-Offroad-Bereich auf jeden Fall, weil nimmt den Schwerpunkt nach unten und die Gefahr, dass es mir im Wald zerstöre, ist natürlich deutlich geringer. Was total sensationell. Ich habe jetzt auch eine einbauen lassen in einem anderen Fahrzeug, was eigentlich nie eine Unterflurklimaanlage hat, aber sie ist sehr leise. Dadurch, dass sie eben nicht am Dach ist, hörst du den Kompressor fast gar nicht mehr. Und du kannst die Luftzirkulation so passiv machen, dass sie kaum noch Zug hat. Also das ist sensationell. Also ich liebe sie. Sie ist zwar nicht so stark wie eine Dachklimaanlage, aber es ist wirklich eine tolle Lösung, um zu entfeuchten. Denn ihr sagt, man braucht hier keine 20 Grad, sondern es langen 25 Grad, aber einfach, wenn es so stickig ist, das ist das Problem, oder? Richtig. Also eine Klimaanlage generell, das Erste, was eine Klimaanlage macht, ist die Luft entfeuchten. Und dann nimmt sie natürlich die Temperatur runter auf ein sehr, sehr angenehmes, wohnliches Temperatur- und Raumklima. Ja, Simone hat zu mir gesagt, die meisten Fotos werden dann gemacht, wenn Simone da drin sitzt. Und wenn du mal magst, ich will dich jetzt nicht darauf reduzieren, du darfst gleich ganz viele Fragen stellen. Sie hat sich nämlich schon viele aufgeschrieben. Die Leute lieben es, wenn du Fragen stellst, auf die ich schon nicht mehr komme, ja, weil ich das einfach schon zu lange mache. Magst du mal ganz kurz Platz nehmen und das Fahrzeug mal reservieren, denn es ist hart umkämpft. Wie war denn Freitag, Samstag für dich? Sehr gut. War voll, teilweise sogar ein bisschen zu voll. Aber wirklich interessante Gespräche, interessierte Leute. Also wir sind sehr, sehr angetan von der Messe. Die Blattfedern, auf welches Gewicht sind die dann ausgelegt? Das ist eine 5-Tonnen-Achse. Eine 5-Tonnen-Achse. Ist das, ich sag mal, die funktioniert ja nur dann, wenn du auch Ladung hast, muss man fairerweise sagen. Die Austarierung auf dem Fahrkomfort und so weiter. Kannst du Federn ergänzen eigentlich bei der Blattfeder?
Man könnte noch einen Feder reintun, härter machen, aber die ist auf 5 Tonnen ausgelegt. Also die funktioniert gut? Die funktioniert sehr gut. Was wir empfehlen, sind noch zusätzliche Stoßdämpfer und da arbeiten wir mit der Firma Marquardt zusammen. Das ist also für relativ wenig Geld, jetzt fragt mich nicht wie viel, ich weiß es nicht, fast ein Muss. Diese Fahrzeuge sind möglichst original, muss man sagen. Ihr macht, ich glaube, kein Motortuning. Also wenn es irgendwie misst, was ihr schon mal macht, ist, ihr kennt jemanden, der einen kennt, der weiß, wie man in Ländern tanken kann ohne AdBlue. So kann man es sagen. So ist es. Ja, denn es gibt das Fahrzeug hier natürlich auch in Ländern, ich sag mal, die kein AdBlue haben und da gibt es Lösungen, weil du kriegst da einfach kein AdBlue mehr. Dann, wie gesagt, muss man sich irgendwas einfallen lassen. Die Spritqualität mittlerweile auf der ganzen Welt besser geworden, ne? Die ist überall besser geworden. Man muss natürlich, wenn man im fernen Ausland ist, ich sage immer klug tanken. Also bitte keine Fassbetankung irgendwo in dem Hinterdorf, in den Hinterhof. Es riecht nach Diesel, aber man weiß nicht, was man kriegt. Es ist verwässert, ist verschmutzt, Rostpartikel vom Fass und so weiter. Also bitte gute Qualität, gute Tankstellen, Namentankstellen und die gibt es inzwischen weltweit. Wenn man dann noch einen Dieseltank dabei hat, wo man eine Reichweite von 800 bis 1000 Kilometer hat, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, mir eine passende Tankstelle zu suchen. Hartglasfenster, dein Tipp, aber die haben natürlich einen gewissen Preis, muss man fairerweise sagen. Das Gewicht ist hier egal, Zuladung habt ihr en masse, muss man auch dazu sagen, über 1 Tonne. Aber es gibt auch Kunden, die sagen, naja, geht auch, dann kaufe ich mir halt alle 5 Jahre mal ein neues Fenster, wenn es sein muss. Ansonsten, der kriegt Patina und die Fenster auch, oder? Bei Hartglas, ich glaube, da siehst du gar nichts, oder? Das sieht man gar nichts, nein. Aber hier, die werden Streifen kriegen, das gehört aber beim Bimobil mit dazu. Das kann passieren, wenn ich entsprechend am Gebüsch vorbeifahre, dann habe ich Kratzen am Fenster. Wie du gerade gesagt hast, die Hartglasfenster sind sehr, sehr teuer, sind über 20.000 Euro. Jeder, der das Geld übrig hat, soll es machen. Ich kenne viele Leute, die es nicht gemacht haben und auch Jahre danach noch drüber nachdenken, ob die Entscheidung falsch war. Ich kenne niemanden, der es bereut, sie eingebaut zu haben. Nur wenn man die 20.000 nicht hat, lieber dafür reisen, als die Fenster einbauen und dann nach 3 Jahren einfach die Scheiben tauschen. Liebes Finanzamt, du bist Testfahrer Nummer 1 für Bimobil. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, wie nach Lappland gefahren, am besten noch mal ausprobiert und so. Alles, was neu ist, wird oft bei dir eingebaut. Du fährst damit rum, denn nur so kannst du es erfahren. Ihr habt keine Rüttelpiste, die irgendwie symbolisiert wird. Du gehst wirklich hin auf die harten Touren, guckst, ob zum Beispiel ein Ladebooster nach bestimmten Einsätzen überhaupt noch funktioniert, oder? Richtig, ja. Alle Sachen, die wir neu machen wollen, die wir neu bringen wollen, die ich für eine gute Idee halte, die möchte ich erst getestet haben. Weil unsere Kunden sind weltweit unterwegs. Ich will nicht den Kunden testen lassen. So, hier hast du, die Frage ist hier die Schöpfungshöhe hoch genug für ein Patent? Ich denke nein, aber das ist einfach eine sehr praktische Lösung. Das heißt, ich kriege halt auch die großen, schweren E-Bikes rausgezogen und runtergekurbelt. Wir haben es eben schon gezeigt, das ist eine pragmatische, ausprobierte Lösung, die nicht auf den Rücken geht. Du kannst sie ganz auf den Boden runterlassen. Ja. Machen wir jetzt nicht, weil für Messebetrieb alles festgezogen mit allem drum und dran. Viele haben danach gefragt. Ja, natürlich, aber das sind natürlich sehr teure Fahrräder und wenn ich die nicht angebänzelt da stehen habe, ist mir das Risiko zu hoch. Stell dir mal vor, das Schloss wird geklaut. Ja, auch das hast du gesichert, ja, was drauf ist. Das war ein Scherz. So, wir zeigen das also hier 2 E-Bikes problemlos mitnehmbar. Du hast einen Büttner im Einsatz, der hat sich bewährt für euch. Absolut, das ist ein sehr gutes Gerät, es sind 3 kW auf der 230 Volt Basis. Es ist ein sehr, sehr leistungsfähiges Ladegerät mit bis zu 120 Ampere, was eine Lithiumbatterie auch nimmt. Und ich fahre den ICC 3000 in meinen eigenen Fahrzeugen schon seit Januar 2017. Ja, auch die Kabeldurchmesser bräuchte ich kaum zu fragen. Ist das überdimensioniert oder genauso, wie es sein soll? Nein, so muss es sein. Das so muss es sein. Kalkuliert. So, der läuft ja auf 12 Volt hier. Das ist so. Gibt es das Gleiche, wenn ihr 24 Volt Bordnetz habt, nehmt ihr auch 12 Volt dann in? Ja, wir bleiben bei 12 Volt, weil das Zubehör entsprechend größere Auswahl bietet. So, hier kann man eine Anhängerkupplung anbringen, die ist vorgerüstet. Der Kopf fehlt, oder? Der Kopf fehlt, ja. Aber die Dose haben wir immer vorbereitet und der Grundträger ist original bei Iveco. Da brauche ich bloß einen Kugelkopf dranhängen und kann bis zu 3,5 Tonnen anhängen. Das ist die Originalkupplung, die ihr dran macht? Nee, wir gehen normalerweise auf den Rockinger Vario-Block, weil dann kann ich dann Kugelkopf gegen Berge, Haken oder Ähnliches austauschen. Habt ihr kein Problem, Steuerung, CAN-Bus, irgendwas, Kommunikation, das funktioniert alles, oder? Das funktioniert alles. Ist ja die Original-Steckdose in den mechanischen Kugelkopf. Achso, der kommt von Iveco, die Steckdose. Ja. Okay, weil da hatte ich schon mal Zubehörsachen, da gab es CAN-Bus-Probleme und so. Da hast du keinen Bock drauf, oder? Nein. Und die Kunden auch nicht. Gleich mitbestellt, die ist immer dabei.
So original. So, hier sieht man auch sehr schön einige Details, die du hast. Du hast eine Doppelshutter-Rückfahrkamera mit drin. Ja, auf Auch jeden die Fall. ist ja ein Klassiker. Das sind die Riegel, auch die haben wir schon immer wieder gezeigt aus dem Nutzfahrzeugbereich. Also die kriegst du wirklich nicht kaputt, oder? Richtig, ja. So, dann ist das hier dicht eigentlich. Habt ihr schon eine Lupe eingeführt aus dem Omnibusbereich? Nee, da kannst du durchregnen. Das weiß aber derjenige, oder? Wo kannst du durchregnen? Hier zwischen dem Spalt kannst du durchregnen. Im Prinzip nicht. Die Dichtung, die liegt ja, also die eine Dichtung liegt innen an, die andere liegt außen auf. Wir haben noch die Kederleiste drüber als Regenrinne. Die Klappe ist dicht. Okay, die Klappe ist dicht und nee, die ist jetzt zu dicht. Aber wenn sie jetzt auf ist, kannst an den kleinen Spalt könnte es ein bisschen reinregnen. Ja, aber das ist aber gering. Aber durch diese ganz kleine Leiste, die du da drauf geklebt hast, die ist sensationell, oder? Ja, da läuft es dann auch nicht direkt, tropft es nicht direkt an der Kante runter. So, auch hier unten, das ist Alu unten. Das ist ein Alu-Riffelblech, ja. Das ist Bimobil Standard. Wir machen auch die Doppelraupe, also die zweifache. Die gefällt uns am besten und Sag mal, der Lack hält, oder wie? der Lack hält. Wie hast du das hinbekommen, dass er hält? Geprimert? Nein, mit einer entsprechenden rauen Bürste auf dem Akkuschrauber drauf wird das entsprechend Vorbehandelt. vorbehandelt. Weil das hält normal auf Alu für die harte Belastung nicht. Halt die Reststoffe von der Alu, vom Alupressen, die Restöle und sowas, wird einfach abgebürstet. Und dann habe ich eine leicht raue, saubere Oberfläche. Und dann geht man noch mit dem Primer drauf und entsprechend dann drüber lackieren. Und dann hält das. So, das ist Edelstahl auf Alu. Auch das hält? Das hält. Okay, das ist sensationell. Also die meisten Sachen, die ihr einsetzt, die habt ihr seit Jahrzehnten entwickelt. Das heißt, welche Schraube auf was draufkommt, damit ich sag mal, die Kontaktkorrosion nicht kommt. Das Sandwich, was habt ihr im Einsatz? Wir haben ein Aluminium-Sandwich. Wir haben 0,7 Aluminium-Außenhaut, 40 mm. 0,7. Ja, Okay. Wieso ist das so glatt? Das kommt ja von der Rolle, oder? das kommt von der Rolle. Aber wir haben eine 12 Meter Vakuumpresse und mit einem glatten Boden. Das Alu liegt also auf dem Presseboden und dann wird es so glatt. Das ist irre glatt. Es ist so, oder? Ja. Also ich kenne das nur von, ich darf keinen Namen nennen, aber oft siehst du Wellen. Das ist so. Was ist da nochmal der Trick mit der Vakuumpresse? Da bleibt das lange drin, oder? 8 Stunden. Wird 8 Stunden. Wird 8 Stunden im Vakuum gepresst, bis der Kleber entsprechend abbindet. Wir nehmen einen Kleber, der sehr langsam abbindet, dass wir auch entsprechend Tropfzeiten haben, also Bearbeitungszeit haben, bis alles ausgerollt ist und fertig ist. Ihr macht das Sandwich selber eigentlich? Wir machen alles selber, ja. Ich glaube, das ist wichtig, weil die Kleber und so weiter, manchmal gibt es den Kleber nicht mehr. Ist dir das schon passiert? In dem Fall nein, aber ja, natürlich werden irgendwelche Materialien mal ausgetauscht, wo man dann Tests machen muss, wie man mit der Alternative zurechtkommt. Aber den Kleber, den wir für die Sandwichplatten nehmen, den gibt es schon sehr lange und der ist vom namhaften Hersteller. Und Ich frage nicht ohne Grund, weil die meisten Weißware-Fahrzeuge sind weiß. Das hat einen gewissen Grund, weil wenn hier die Sonne drauf scheint in der Wüste, dann wird es hier irre heiß drunter und dann könnte sich der Kleber auflösen. Das habt ihr gelöst. Wird dich jetzt maßlos überraschen, dass wir natürlich Tests gemacht haben mit diesem Silberblech. Das Silberblech ist unwesentlich schlechter wie eine weiße Kabine, Cool. was die Wärmeaufnahme angeht. Gut, sie kommt ja eh nicht durch. Die Unterbodenbeleuchtung, die habt ihr jetzt in der Preisliste drin? Oder? Nein, das ist eine reine Messegag. Wobei bei meinem Testfahrzeug habe ich eine Rangierbeleuchtung. Das ist eine Beleuchtung, die sitzt hier unten drunter. Die darf ich während der Fahrt anhaben. Und dann kann ich halt einfach, wenn ich im Stockdunklen mir einen Stellplatz suche, kann ich die anmachen und dann sehe ich halt, wo ich hinfahre. So, Allrad mit 3 Sperren. Das Iveco-Fahrzeug ist eines der geländegängigsten Fahrzeuge seiner Klasse. Wenn nicht das, muss man schon fairerweise sagen, oder? Ja, richtig. Also, das Fahrzeug ist bei dem Militär im Einsatz. So, ich höre immer wieder das Mittendifferential, das macht so Schwierigkeiten. Habt ihr das Problem auch? Ja, haben wir auch. Ist Iveco langsam dahinter? Dazu darf ich jetzt nichts sagen. Gut, sehr schön, haben wir gelöst. Aber ich sag mal, was passiert denn? Kann man es nicht mehr schalten nur, oder? Nein, das Mittendifferential wird bei Iveco zusammengebaut und hat leider Toleranzen. Das heißt, das ist eine Geradverzahnung und bei einer relativ hohen Anzahl dieser Getriebe gibt es sehr unangenehme, hochfrequente Geräusche,
die über das Getriebegehäuse noch übertragen werden. Es funktioniert aber trotzdem. Funktioniert trotzdem. Ist es, also ich sag mal, eine Sache, die praktisch Iveco gerade dran arbeitet, korrekt? Richtig. Sehr schön. Ich kriege nämlich ein Daily 4x4 auf Concorde, muss ich ehrlich sagen, nicht vergleichbar mit deinem Auto. Schlechtwegefahrzeug, nicht rüttelpistenfest, also würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wir haben es einfach mal getestet und da muss man deutlich unterscheiden, denn deine Fahrzeuge sind gebaut für die Ewigkeit. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Die Kabinen werden teilweise sogar umgesetzt. Das ist schon mal passiert, dass du sagst, okay, hier haben wir Totalschaden vorne, das geht. Das geht. Auch wenn das Basisfahrzeug irgendwann zu alt ist oder der Kunde eine neue Technik haben will. Wir haben also Kabinen, die stehen schon auf dem 3. oder 4. Basisfahrzeug. Denn das Wichtige ist, ihr baut von außen nach innen. Das bedeutet, du kannst theoretisch diese Kabine mit dem Kran runterholen, die ist selbst tragend. Das geht zum Beispiel bei Concorde nicht. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn du die runternimmst, ich weiß nicht, ob es geht, aber ob es einer schon mal probiert hat, ich habe noch von keinem Fall gehört. Du hast das schon gemacht. Wir haben das schon oft gemacht. Die Kabine wird erst gebaut, die ist in sich stabil. Die wird ja dann auch beim Verheiraten von Chassis und Wohnkabine wird die halt einfach mit der Hebebühne hochgehoben. Wir fahren mit dem Auto drunter und setzen die drauf ab. Die haben einen extrem steifen und stabilen Kabinenboden, was auch die Offroad-Fähigkeit massiv positiv beeinflusst, weil die Kabine halt einfach gewisse Torsionskräfte im Gelände noch mit aufnimmt. So, und das ist jetzt vom Rampenwinkel her nicht das Maximale. Du würdest auch hier sagen, wir haben ein Schlechtwegefahrzeug hier, aber ein schon exzellentes Schlechtwegefahrzeug, oder? Hier würde ich sogar über Schlechtwege gehen, weil hartes Offroad-Fahren ist ja nicht nur technisches Offroad-Fahren, wo ich ständig über irgendwelche Felsen drüber fahre, sondern Offroad-Fahren ist ja auch ganz viel Piste in Nordskandinavien, in Russland geht momentan nicht oder Alaska oder so, wo man einfach viel morastige Strecken fährt, wo man Steine unten drunter hat, da braucht man die Bodenfreiheit, 4 angetriebene Räder und einfach ein robustes Chassis. Die Böschungswinkel und Rampenwinkel, das sind ja wirklich bloß relevant, wenn ich im Gebirge unterwegs bin oder sehr, sehr unruhigen Untergrund habe. Sieh mal, hier geht es ein bisschen mehr. Fahrzeug liegt noch mal höher, die Reifen sind noch mal höher. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Unimog nimmt oder unseren Iveco Eurocargo, den X462, der Eurocargo hat zum Beispiel 14er Reifen, also noch mal größere Reifen als der Artego hier. Und das sind die Böschungswinkel dann noch mal ganz anders. Ja, aber hier ist natürlich der ganze Möbelbau, der ist so stabil. Wie gesagt, wir haben eingangs noch mal diesen Witz gemacht. Da haben wir auch mit dem wie heißt das? Abenteuertouren. Abenteuertouren. Hat so einen interessanten Vornamen. Heißt? Kostja, so. Und der sagt wirklich, also da kannst du wirklich über diese ganz schlimmen Sandpisten fahren. Waschbrett heißt das, glaube ich? Waschbrett heißt das, ja. Das ist immer so, dass wenn sich weicher Untergrund viel befahren wird, dann bilden sich so kleine Wellen aus und schaut aus wie die alten Waschbretter, wo man noch von Hand gewaschen hat. Und deswegen heißt das auch Waschbrett. Gut, die bauen nämlich bei Concorde nur eine Handvoll, muss man sagen, im Jahr. Das ist so, das wird kaum gefragt. Ja. Die haben auch schon ein paar Mal gefragt bei uns und das ist... Gut, ich wollte es nur erwähnen, ich krieg so ein Ding und deswegen habe ich nach dem Mittendifferential erwähnt, das kennst du. Du sagst aber, spielt keine Rolle, ein besseres Fahrzeug kriege ich eh nicht, muss Iveco lösen, ist auch nichts, wo ich liegen bleibe mit, das Problem. Also, man muss sagen, Iveco ist ein Italiener und man muss 1 bis 2, vielleicht auch mal 3 Werkstattbesuche einplanen. Das heißt, unsere Empfehlung ist die allererste Tour bitte erstmal hier irgendwo im Werkstattbereich, also in Zentraleuropa. Und wenn die Kinderkrankheiten weg sind, dann kann ich damit guten Gewissens auf die Fähre gehen und ins ferne Ausland fahren. Gut, das ist wirklich grobe Technik. Das bedeutet, wir haben hier keine irgendwie Spezialtechnik. Du haust da das Differential rein. Das geht wahrscheinlich mit Druckluft, oder wie funktioniert das? Das ist hydropneumatisch, genau. Hydropneumatisch. Haust du rein und dann kann Zahn auf Zahn stehen, dann ist es erstmal nicht drin, dann musst du ein bisschen hin und her fahren. Kenne ich von meinem Hilux, muss ich sagen. Da ist genauso. Das ist einfach so. Ja. Das ist eine Verzahnung, also eine Kralle, die reingeht und wenn der Zahn auf Zahn steht, passt es nicht. Dann muss man ganz vorsichtig lenken, dass halt dann Zahn auf Lücke ist und dann flutscht es rein. Genauso wie bei meinem Hilux. Der hat zwar nur ein Differential, aber da ist es drin. Dann ist auch so, mein Hilux hat nur, was hat denn der? Der hat hinten eine Sperre hat der drin. Ja. Das langt. Also damit komme ich schon überall durch. Also praktisch Kriechgang, Sperre rein. Ja. Das ist so 3 Sperren, sagst du. Das ist schon, ich sag mal, weil du kannst, glaube ich, bei der 3. Sperre auch nicht mehr lenken. Das ist wirklich für extreme Fälle. Also wenn du die vordere Sperre reingemacht hast, dreht er das linke und rechte Rad gleich schnell. Das heißt, in dem Moment, wo ich einschlage, dreht ein Rad durch und damit tue ich mir sehr, sehr schwer mit dem Lenken. Aber
Frontsperre ist letzte Chance, um aus dem Schlammloch rauszukommen, also letzte Chance vor dem Abschleppen. So, und jetzt, du sagst aber in den Fahrkursen, es gibt Tricks, bevor man irgendwas macht, zum Beispiel Luftdruck absenken. Das ist eine Sache. Habt ihr einen Kompressor im Programm? Das ist eine Option und für die wirklich Offroad fahren wollen, eine dringende Empfehlung, dass man sagt, ich habe einen Kompressor dabei, dass ich nicht nur die Luft aus dem Reifen rauskriege, sondern hinterher, wenn ich wieder auf hartem Untergrund bin, auch wieder aufblasen kann. Ja, man kann den so weit ablassen, dass das fast eine Kette wird von der Auflagefläche her. Und das ist die Auflagefläche, die du hast. Und da gibt es viele Tricks, da habt ihr Kurse mit dabei. Ihr habt eine riesen Community. Einmal im Jahr lädst du ein. Ich wäre gerne letztes Jahr gekommen. Es hat nicht geklappt. Vielleicht klappt es dieses Jahr, was da ist. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Diese Touren, die ihr anbietet. Ich glaube, das ist das Heiße. Die Leute melden sich da an. Ihr habt ganz viele tolle Touren. Und du kannst mit diesem Fahrzeug diese Touren fahren. Und du brauchst ein geländegängiges Fahrzeug, denn da geht's. Da sagt sich Hund, wie nennt man das, Hund und Katze Gute Nacht oder so? Ja, ja. Ist so. Komm. Fuchs und Hase oder sowas? Fuchs und Hase was, ja. Hund und Katze, mein Gott. So, diese Lampe hier kommt aus der Praxis. Mach sie mal bitte an und lass sie mal an, dass wir mal sehen. Das Ding ist aber hell. Ja, das Ding ist hell. Es muss ja auch hell sein. Ist so hell wie deine? Weil das ist eine Einstiegslampe, die du dann hast und da kann man ein bisschen mehr sehen. Ihr habt diesmal bei dem Grundriss, das ist ein bisschen kürzer, oder? Als der rote. Nein, die Fahrzeuglänge ist, also Kabinenlänge Identisch. ist ziemlich gleich. Krass, und dafür ist die Garage aber drin hier hinten, oder? Richtig, ja. Das ist einfach ein anderes Konzept. Bei dem einen ist halt ein richtiges 4-Personen-Auto mit 2 Stockbetten hinten drin. Und hier haben wir gesagt, das ist für 2 Personen plus Gast plus Enkel. Aber wir haben ganz viele Kunden, die halt einfach gerne ihre Fahrräder und vor allen Dingen ganz modern ihre E-Bikes mitnehmen. Ja. So, hier ist jetzt der Grundriss von der Optik her ein bisschen entkoppelt. Also der andere war ein bisschen offener, also von den Stockbetten her konnte ich drauf sehen. Aber wenn ich hier reinschaue, innen, das ist eine wirklich krasse optische Täuschung. Hast du doppelt so viel Platz, wie du von außen glaubst? Ja, das ist aber fast ein B-Mobil-Phänomen, ja. Woran liegt das? Sind das diese hellen Holzfarben? Das sind die hellen Holzfarben, das sind die Grundrisse, das sind die geraden Möbel. Und für uns ist es immer ganz wesentlich, dass man mal reinkommt, dass man auch dieses Gefühl hat, ich komme nach Hause. Ich liebe deinen Job, weißt du das? Wir können tauschen. Ich setze mich hier rein, du filmst. Du würdest gerne viel mehr fragen. Die Chance hast du jetzt, denn wir nehmen Platz auf einem absoluten Design-Klassiker. Ja. Es ist, sage ich jetzt mal, jetzt nicht so der IF-Design-Preisgewinner, den du vielleicht kriegst, weil die gucken ja immer nach Sachen, die es nicht gibt. Aber das Bestehende weiterzuentwickeln und wenn du jetzt guckst hier mit dem Blau und so weiter und du designst ja immer wieder auf Messen, Fahrzeuge, die absichtlich quasi alt sind. So, und da ist das so, wo sich die Leute auch wirklich drüber aufregen und sagen, mein Gott, jetzt zahle ich so viel Geld und dann kriege ich normale Steckdosen hier drin, also keine Bling-Bling-Steckdosen. Ich zeige das mal gerade, das sind 12-Volt-Steckdosen, die drin ist, aber so... Aber was willst du? Ich meine, ich brauche eine Steckdose, wenn ich hier ein Küchengerät hinstelle. Also ich finde es unglaublich cool, dass die so pragmatisch und ehrlich sind, diese Marke, und einfach nicht so, ja, wir sind die krassesten und so, sondern sie wissen halt einfach, was sie können und das zeigen sie. So, dann dieses einfache Dometic-Kochfeld, was drin ist, was du aber weltweit kriegst, da kannst du nach Amerika fahren, du kriegst das nach. Die gibt's überall, ja. Gibt's überall, weil das funktioniert, das hat Piezo-Zündung drin, das ist vollkommen unproblematisch und du kriegst es weltweit. So ist es, ja. So, dann dieser Kühlschrank, den kriegst du auch weltweit. Ja, ist auch ein Dometic-Kühlschrank. Und die Dometic-Kühlschränke haben wir schon ganz, ganz lange im Programm. Also keine Experimente funktionieren? Da gibt es nicht so viele Alternativen auch. Alles ist Rüttelpisten getestet. Das heißt, im Innenraum wird ja wahrscheinlich was zu hören sein, wenn du Bahnschwellen fährst. Das wird übertragen ein bisschen, oder? Ja, von draußen. Ja. Aber innen, hier drinnen klappert nichts. Ja, es klappert nichts, aber trotzdem ist ja eine Vibration da, aber es klappert nichts. Natürlich. Man hört das also schon, wenn man Bahnschwellen oder Schlaglochpisten fährt oder sowas, dann hört man das hier hinten schon. Und das Standard-Camping-Zeug von Dometic hält das aus. Das ist also härter, wie man glaubt. Wobei, wenn man das Auto richtig konzipiert hat, von den Vibrationen kommt hier in der Wohnkabine ja gar nicht so viel an. Okay, das wollte ich eigentlich hören. Absolut bewährt. So, und die Simone hat schon mitbekommen, ja, da sind 2 Hähne dran, du weißt warum? Ja, das eine ist eine Wasserfilteranlage mit, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, mit welcher Filteranlage? Also wir arbeiten als Partner mit Famous Water zusammen und verwendet werden die Katadyn-Filterkerzen. Und hier für den Trinkwasserhahn haben wir einmal eine Keramikfilter, der 0,2 Mikron Porengröße hat, sprich alles, was lebt und Sand und Schlamm und sonst irgendwas wird
rausgefiltert, stimmt nicht ganz. Eine Virenart geht durch, die macht aber den Menschen nichts. Und dahinter ist nochmal ein Aktivkohlefilter. Wichtig ist, dass der Aktivkohlefilter hinter dem Keramikfilter ist, weil auf Aktivkohle könnten sich Bakterien bilden. Die müssen also vorher weggefiltert werden. Und Aktivkohle nimmt nochmal ein bisschen Chemie raus, Brei raus und verbessert den Geschmack. Gibt also ein hervorragend schmeckendes Wasser. Das heißt, wenn ich in Ägypten unterwegs bin oder sonst was, ich kann das Wasser dort abzapfen und durch den Filter laufen lassen und kann es trinken? Genau, wenn ich im fernen Ausland bin, würde ich auf jeden Fall nochmal einen Vorfilter machen mit Keramikfilter, dass ich also nur gefiltertes und nahezu Trinkwasserqualität im Frischwassertank habe. Und dann habe ich nochmal zur Sicherheit ein zweites Filtersystem mit Keramik und Aktivkohle. Und wir trinken das Wasser, also seit wir den hellgrünen hatten, also seit 2017. Wir haben keine Plastikflaschen mehr dabei, wir halten bloß noch einen Becher und dann Wasserhahn. Der Geruch ist gut? Vom Wasser? Ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut, also wie aus einer Filteranlage ganz weich. Normales Trinkwasser. Dieses typische Umkehrosmose ungefähr vergleichbar? Nein. Es ist einfach gefiltertes Wasser. Es schmeckt wie Mineralwasser. Je nachdem, was man hat. Wir haben in Finnland mal ein Wasser gefiltert. Das war so ein richtig schwebstoffhaltiges braunes Wasser. Der Befüllungsfilter war ständig zu. Den habe ich alle 30 Liter frisch abwischen müssen. Aber das Wasser, was wir gekriegt haben, war ein ganz klares, gut schmeckendes Wasser. So, Gurtbock, ihr habt eine Staukassenklimaanlage hier eingebaut. Das ist unschwer zu sehen, denn mal hier an den Auslässen. Und das ist sensationell. Die ist so leise, dass man sie kaum hört. Und sie funktioniert für das Fahrzeug hervorragend, weil die Dämmungswerte hier, KfW 55 habe ich eben noch gewitzelt, kommt ja jetzt demnächst. Wenn du hier alles zumachst, gut, jetzt sind die normalen Fenster drauf, die isolieren leider oder dämmen leider den Schall nicht gut, muss man sagen, aber die Wärmedämmung ist trotzdem gut, oder? Ja, Wärmedämmung ist trotzdem gut. Ich kann mit diesen Kunststofffenstern Hitze wie Kälte genauso fahren. Aber Schall leider, muss ich sagen, aus der Erfahrung, du kriegst viel mit draußen, wenn du KCT einbaust, das ist ja auch eine Lebensentscheidung. Kann man die nachrüsten, die KCT? Nein, bei uns leider nicht. Ja, also wenn die Entscheidung muss am Anfang treffen und ich kann wirklich empfehlen, wenn man, klar, 20.000 Euro sind viel Geld, auch die 230 Volt Lichtstrommaschine, die kostet glaube ich auch 15, 16, die du reinmachst, aber das sind alles so Sachen, die kommen aus der Praxis bei euch, oder? Ja, haben wir im Testfahrzeug seit 17 drin, das System. Viele Kunden, die damit unterwegs sind. Und wenn ich während der Fahrt eine Klimaanlage laufen lassen will, bin ich mit der 230 Volt Lichtmaschine absolut auf der positiven Seite. Das heißt, Klimaanlage kann ich laufen lassen und trotzdem noch mit 120 Ampere die Batterien laden. Wie gesagt, Fenster. Meine Empfehlung ist immer, oder Spruch dazu, wenn es der Geldbeutel hergibt und die Zuladung hergibt, klare Empfehlung kaufen. Also ja, Häkchen dran und sich drüber freuen. Tja, im neuen Concorde habe ich mir 2 Max-Fan einbauen lassen, einen vorne, einen hinten. Das ist ein geiles Teil, muss ich sagen. Ich bin ja selten so überzeugt. Wie verhält der sich denn mit den Vibrationen, Rüttelpiste und Co.? Ist der schon mal einmal auseinandergeflogen oder halt nie? Nein, kenne ich nicht, wüsste ich nicht. Ich finde, der sieht jetzt gar nicht so stabil aus, aber macht anscheinend einiges mit. Das ist ein geiles Teil. Also wir haben tatsächlich in Fehmarn mit einem Mercedes-Händler einen Infrarotadapter gebaut, den man über App-Steuerung bedienen kann. Thema App-Steuerung ist natürlich für dich gar nicht so wichtig, weil du sagst, es gibt Schalter, die funktionieren, machst du an und aus. Brauche ich nicht. Hier drücke ich auf den Knopf, da ist eine Fernbedienung dabei, den programmiere ich einmal fertig. Das ist alles so. Bimobil ist immer anders, muss man klar sagen. Du hast mir mal angeboten, du kriegst mal ein Bimobil. Ich habe es abgelehnt, den Bauplatz, blöd wie ich war. Das ist wie Bitcoin bei 5.000 Euro, nicht gekauft, ja. So ist es. Aber ich muss sagen, wir werden, wenn die fertigen Kapazitäten, ich habe gesagt, gib ihn ab, weil ich brauche es im Moment nicht dringend, gib es an jemanden, den du hast, ja, weil das Ganze ist so, die Fertigung wird, wann denkst du, ausgebaut werden können? Dauert es noch ein Jahr? Also wir werden im Laufe dieses Jahres umziehen und ab nächsten Jahr müsste das dann alles greifen. So, und dann werden wir mal überlegen, dann werden wir uns zweimal zusammensetzen, was wir nehmen. Also ich bin ja eher so ein Typ kurz, also ich lieb's kurz und intelligent. Das ist so, also zu lang habe ich gemerkt, ist nett, kannst auch alles mitnehmen und so weiter, aber am liebsten 6 Meter, sowas habt ihr nicht, ja, oder 5,40 Meter. Wingam Oasi haben wir ja gezeigt mit allem drum und dran. Das auch noch auf Iveco Daily 4x4 und so weiter. Aber alle Grundrisse, was ist der kürzeste, den ich kriege? Im Prinzip der EX358, der ist mit 6,10 Meter, 6,15 Meter. Recht kurz. Hubbett habt ihr auch im Programm? Ja,
Habe ich gesehen. 380er. Das ist sensationell. Also das ist, glaube ich, ist das ein Allrad auch? Auf Wunsch? Der Sprinter ist ein Allrad. Da ist ein Sprinter drunter, den kriege ich natürlich immer mit Allrad. Ja, der Sprinter, sensationell, der neue Allrad, muss man sagen. Wenn man also keinen Bock hat, Sperren einzulegen, du musst gar nichts mehr machen. Ich glaube, der macht alles allein. Richtig. Hast du ihn schon mal gefahren? Darf ich ehrlich sein? Nee. Aber du? Ja, selbstverständlich. Wir haben schon eine Produkteinführung von Mercedes gehabt, haben selber ja eine Veranstaltung gehabt, wo du leider keine Zeit hattest, wo wir auch Sprinter dabei hatten, auch von Mercedes unterstützt. Und das neue Mercedes-Sprinter-System, also das Allradsystem, funktioniert sensationell. Ja, fährt sich wie ein großer SUV. Das ist also nicht vergleichbar mit dem Iveco, der ja, glaube ich, serienmäßig immer Hinterradantrieb hat. Da kannst du in die Sperre reinhauen. Also da musst du mitdenken. Aber ich sag mal, Heckantrieb ist natürlich erste Wahl, weil wahrscheinlich die meiste Last hinten auf den Hinterrädern liegt. Oder? Richtig, ja. Man muss immer auf die Achslachtverteilung aufpassen. Frontantrieb ist nicht schlecht, aber im Reisemobilbereich halt muss der Heckteil der Hecküberhang sehr kurz sein. Und mit einem Heckantrieb tue ich mir mit den Wohnkabinen viel, viel leichter, das sinnvoll auszubalancieren. So, Running Gag ist immer hier unten Sisal, nennt es, oder? Sisal, ja. Sisal. Und das hat einen sehr praktischen Trick. Simone hat auch den schon gelernt. Warum? Was meinst du jetzt gerade? Hier dieses Sisal, dieses Bast. Siehst du das unten unter Ja, ich habe es gelernt. Lass mich kurz nachdenken. Ja, einfach pflegeleicht, oder? Nee, guck mal die Schuhe. Ja. Was Stefan gerade macht, er hat jetzt neue Schuhe für die Messe gekauft, aber normal gehst du hier rein auch mal mit Schuhen, die vielleicht ein bisschen dreckiger sind, weil der Boden gibt es ja her. Du kannst auch mal hier im Skiurlaub... Ist kaputt halt. Nein, du siehst nichts, bitte. Man sieht nichts und ganz viele Schuhe haben ja schwarze Sohlen, ich habe jetzt helle Sohlen, aber wenn du schwarze Sohlen hast, dann hast du ja immer diesen Gummiabrieb von den Sohlen und bei dem Sisal siehst du das überhaupt nicht. Ich zeige mal ein kleines Qualitätsmerkmal. Stefan, stimm mal bitte auf und dann zeigen wir mal... Überall, wo man Klavierband sieht, merkt man, da verzieht sich nichts. Und das ist ein großer Vorteil von der Kabine. Ihr könnt Spaltmaße realisieren, die sind schon fast eine Frechheit, oder? Das ist saubere Schreinerarbeit. Unsere Jungs wissen, was sie tun. Wir haben eine CNC-Fräse. Und nachdem sich nichts verzieht, bleibt das auch so. So, ich zeige mal ein kleines Detail, wie hier allein schon das Aluminiumteil so gefertigt ist. Das ist gedacht, das könnte auch im Krankenhaus irgendeine Stufe sein, oder? Richtig, ja. Ja, so ist gebaut. Einfach, wie man es auch zu Hause bauen würde. Das Material, was ist das jetzt für ein Aufbau hier? Wenn wir mal hier zur Seite gucken, hier sieht man es sehr schön. Der Boden? Der Boden ist ein Pappelsperrholz mit hoher Steifigkeit und geringem Gewicht. Obendrauf, was ist drauf im Boden? Obendrauf, das ist ein PVC-Boden. Kratzfest, oder? Absolut kratzfest und hat auch von der Spezifikation, den kann man auch in Behörden reinlegen, in Krankenhäuser und so weiter. Also der in Räumen mit viel Publikumsverkehr, dafür ist der ausgelegt. So, der Tisch ist mehrfach verschiebbar, dass man gut rein und rauskommt, das war auch wichtig. Ich habe hier die Bremse, das heißt, wenn ich die Bremse offen habe, jetzt ist er offen und jetzt kann ich den Tisch schieben. Und ich kann ihn versenken. Das ist so. Du kannst ihn versenken, daraus kannst du ein Bett machen. Das ist immer gut, dass man auch mehr Leute mitnehmen kann. Das Thema Zuladung, über eine Tonne Zuladung, das ist, glaube ich, unerlässlich. Viele bauen ja Autos, stellen die auf die Waage und denken, naja, 400 Kilo langt nicht. Also für Weltreisen auf keinen Fall, oder? Für Weltreisen auf keinen Fall. Also 400 Kilo reicht, wenn ich aus dem Trekkingbereich komme und nur meine leichte Campingausrüstung dabei habe. Aber in dem Moment, wo ich Langzeitreisen mache, wo ich mehrere Jahreszeiten bereise, bin ich mit 400 Kilo zu gering. So. Merkt ihr denn, dass es jetzt, also ich meine, die Reiselust wächst immer mehr. Ich glaube, die Leute reisen auch immer mehr. Also wenn man es jetzt mit vor 30, 40 Jahren vergleicht, merkt ihr das auch deutlich? Diese Abenteuerlust? Oder war das eigentlich schon immer so bei Bimobil? Bei unseren Kunden immer so. Weil wer sich ein Bimobil aussucht, macht das ja normalerweise bewusst, weil er das Fahrzeug entsprechend nutzen will. Und da haben wir den Ruf, dass die Fahrzeuge, die wir bauen, halt den Einsatzzweck auch einfach aushalten. Vor kurzem hatte ich das Gespräch mit jemand, der so ähnlich baut wie du und der sagt, er hat viele Ärzte. Das ist ganz interessant. Die kaufen das, weil sie wissen, Qualität, zum Beispiel Zahnarztpraxen, wenn die kaufst, die müssen ja auch 30 Jahre halten, jeden Tag und allen drum und dran. Und die haben ein sehr cooles Gefühl. Schweizer stehen total auf Qualität. Die lieben Deutschland. Das ist jetzt kein Geheimnis. Also die sagen Sachen, die aus Deutschland kommen, ob das Mercedes-Benz ist oder Porsche oder Audi und so weiter. Das ist so, ihr verkauft viel in die Schweiz, oder? Wir machen viel, ja. Ja, das ist so. 3,5 Tonnen ist da das Thema, aber da gibt es auch den C1 und C1E. Das ist ein sehr leicht zu machender Führerschein. Du empfiehlst in Deutschland direkt den C machen, oder?
Also wenn ich den B-Führerschein habe, weil ich zu jung bin, um noch den alten Dreier zu haben, was ja manchmal ein Vorteil ist. Nein, der Aufwand in Deutschland vom C1 oder C1E ist fast der gleiche wie den C oder CE zu machen. So da sagt man, wenn, dann mache ich gleich den LKW-Schein und habe Ruhe. So, und mach mal einen Schnelldurchgang, bitte einmal oben öffnen. Die sind nicht miteinander verbunden, das habt ihr in anderen realisiert und da kann man Geschirr und so weiter reinmachen. Ja. Das gleiche Holz, ihr habt Vollkorpusmöbel natürlich mit drin. Wie sind die mit der Wand verbunden? Die sind über Möbelverbinder nach hinten angeschraubt. Überall da, wo Möbelverbinder reingeschraubt werden, haben wir auch nochmal einen Alustreifen hinter dem Holz, sodass wir durchs Holz einen Alustreifen schrauben und das hält absolut. So, das Material von der Arbeitsplatte? Korian. Korian, das kann man sehr gut auch bearbeiten bei euch auf der Fräse, nehme ich an? Ja, es wird ausgefräst und das ist eine Holzplatte mit 4 mm, glaube ich, Korian drüber gezogen und es ist trotzdem leicht und es ist ein sehr, sehr haptisch, sehr angenehmes Material und schaut auch gut aus. Kann man das Bimobil aufarbeiten lassen? Also wenn das zum Beispiel 15 Jahre alt ist, ihr bringt zu euch und sagt bitte einmal, wie neu geht. Dann gehen wir mal drüber. So, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn die Leute warten, bis die Fertigung ein bisschen erweitert ist. Das ist so der... Ich werde euch besuchen in Oberframmern. Ich bin schon so scharf drauf. Die Tür hier, sie ist irre groß. Da ist eine Magnethalterung mit dran. Das muss man einfach mal zeigen. Zunächst werden wir aber mal uns kleinen Details widmen, wie einem Klassiker, der wirklich liebes IF-Forum, ja, man zahlt aber, glaube ich, auch irgendwas dafür. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist das Gewürzregal und das ist ein absoluter Klassiker. Ich habe jetzt ein Reisemobil hier auf der Messe gesehen, hat ein Gewürzregal mit Durchsicht drin gehabt. Ja, da habe ich gesagt, warum braucht ihr das? Ja, ist praktisch. Er hat so rumgedruckst, er wusste genau, was ich wollte. Das ist dein Markenzeichen, oft mittlerweile kopiert. Ja, das ist leider oft so, dass viele Sachen, die von uns sind, einfach kopiert werden. Ja. Holz ist echtes Furnier? Absolut, ja. Das Ahorn, Echtholzfurnier. Wie riecht das hier drin, Simone? Beschreib mal. Frisch, würde ich sagen. Ich riech gar nichts. Es ist so, du hast keinen aufdringlichen Geruch. Nee, gar nicht. So, Staukassenklima haben wir gesagt. So, jetzt Simone, geh mal bitte rein. Ja. 1 Meter und, ich glaube 67 im Moment mit Schuhen. Kleiner Absatz mit drin. Das Bad, ganz, ganz wichtig. Ihr habt eine Kompost-Trenntoilette drin. Naturehead. Kleines, aber wichtiges Detail in der Dusche. Was denn? Warte, ich komme. Diese Ablage. Boah, das ist ganz selten, dass mal irgendwo eine Ablage ist für Duschgel oder Shampoo. Hier drin, die Ablage. Ja, finde ich super. Sag mal, Stefan, du kannst doch da kein Holz verwenden. Das wird doch nass und geht doch kaputt. Du meinst unser wasserfest verleimtes Birkensperrholz? Ah. Hält selbstverständlich. So, und dann komme ich mir vor wie bei QVC. Ja, und dieses Wasser, wie war's? Wasserfest verleimtes Birkensperrholz. Gott, das ist besonders für die Japaner leicht auszusprechen. Ich habe mich vor kurzem am Stand von... irgendwas mit Roll, oder? Roll... Warte mal, was war das? Dieses Rolllattenrost. Ja. So, und da hat die Japanerin hat sich dann einen gemacht. Aber es ist so, oft gucken ja auch Amerikaner die Videos. Ja, da wird ja nicht so stabil gebaut in Amerika. Da gibt es nur ganz wenige. Kann man gar nicht vergleichen. Da sind auch die Wege vielleicht ein bisschen anders. Weltweit hast du Aufmerksamkeit, so wie du baust. Und immer wieder hast du Leute, die sagen, das ist mir alles viel zu einfach. Und du sagst, es ist auf Dauer, es sind schöne Farben, schöne Holzfarben. Wenn du da den ganzen Tag drin wohnst, willst du keine Arztpraxis haben, oder? Nein. Und auch nichts Hochmodernes, was man sich irgendwo nach 3-4 Jahren wieder abgesehen hat. Es muss einfach klassisch sein, gemütlich sein, wo man sich nach 15, 20 Jahren halt auch noch wohlfühlt. So, und das Coole ist, du kannst wirklich in Bimobile reingucken, die 15 Jahre alt sind. Die sind ähnlich gebaut wie der hier. Ja. Oben die Lampe auch, total pragmatisch. Mach die mal bitte an. Die macht halt einfach nur hell. Richtig. Ja. Schickimicki. Du darfst sie ruhig mal anlassen, denn ich will mal auf eins hinweisen. Du hast, glaube ich, den größten Spiegel in einem Weltreisemobil drin, oder? Das weiß ich nicht, aber Spiegel ist wichtig, oder? Ich finde es total wichtig. Macht den Raum groß. Und du kannst dich super schminken drin. Das ist so, wenn du mal irgendwie bist, man fährt ja vielleicht doch mal in die Oper, weil man es muss. Ja, Dresscode und so. Da schminke ich mich aber nicht für. Nee, echt nicht, du nicht. So, überall die Sachen, das heißt, alles ist wasserfest oder ich sag mal wasserabweisend, in der Dusche sowieso. Und der Boden Edelstahl? Lass mich gucken, die Duschtasse meinst du? Duschtasse, ja. Edelstahl-Duschtasse. Edelstahl mit 2 Abläufen, die drin ist. Tankvolumen, was haben wir denn hier in dem? Jetzt hast du mich blank erwischt. 200? 200, ja. Lass mich mal kurz meine Brille zücken, dann sage ich dir genau.
vorhin mal gelesen. Wir haben Frischwasser 200 und Abwasser 130. 130. Dann hätte ich Also. sogar gewusst. So, und jetzt gucken wir mal gerade, das ist eine Besonderheit, die habt ihr jetzt in Serie, das mit Metall-Inlay in der Tür. Ja, das Name? heißt Luminum und haben wir schon sehr, sehr lange. Kam super an, glaube ich, bei den Leuten. Die Leute haben gesagt, wir wollen es eigentlich nur so haben. Kann man die Stehhöhe noch ein bisschen höher machen? Kann man das Dach durchziehen? Dann kann ich das Dach gerade durchziehen. Okay, dann ist die Optik aber nicht so schön, oder? Das ist, du Dann sagst, werde ich insgesamt höher, weil die Idee ist, gut, wir haben jetzt hier im Alkoven eine Dachhaube drin, aber wenn ich im Alkoven keine Aufbauten habe, dann sind alle Aufbauten im abgesenkten Bereich und dann erhöhe ich die Gesamthöhe nicht. das ist auch ganz wichtig, da zählt jeder Zentimeter, glaube ich, oder? Irgendwann ja, im Ausland, im Wald. Ach so, Bäume links, rechts. Fährt und so, also da zählt dann irgendwann jeder Zentimeter. So, komm, wir gehen mal, zeigen das nochmal gerade hier. Der Backofen ist sensationell an der Position, denn ich sag mal, da stört er nicht und der wird ja auch nicht so oft benutzt, muss man sagen. Und ich komme gut hin. Ich muss nicht meine heiße Pizza über Kopf rausziehen, also das ist wunderbar. So, alles ist hier schön benutzt. Hier sieht man also sehr, sehr toll auch dieser pragmatische Tankanzeiger mit 4 Füllständen. Du sagst auch, mehr brauche ich nicht. Wenn jemand mehr haben will, kann er auch mehr kriegen, aber die meisten sagen, langt mehr, oder? Du leuchtest gerade hier auf das schwarze Teil? Ja. Das ist vom ECC 3000 das Bedienelement. Boah, das ist Batterie. Das ist Batterie. Okay, und da wird auch nicht das ist Ampere. Batteriefüllstand. Ja. Und damit steuere ich den ECC 3000. Okay, das alles. Das heißt, da wird der Wechselrichter einmal ausgemacht. Richtig. Da gibt es auch ein anderes Bedienteil, muss man sagen, wenn man das haben möchte. Genau. So, Mit digitalen Anzeigen und deutlich mehr Informationen. So, dann hast du auch den Infrarotempfänger, hast du dahin gesetzt, wo er überall funktioniert. Man muss ihn nur gegen die Wand richten, nehme ich an, oder? Genau. Da ist er, okay, für die Klimaanlage. Ja. Da oben hast du ein Bedienfeld, der absolute Klassiker. Mittlerweile Votronic. Du bist so ein Freund, es muss nicht alles immer komplett vernetzt sein, sondern es langt, wenn die Sachen tun, was sie tun. Oder? Wir gehen natürlich von Langzeitreisen aus. Das heißt, unsere Kunden sind im fernen Ausland unterwegs und wenn irgendwas ist, tun wir uns bei einzelnen Komponenten, Einfachkomponenten mit einer Ferndiagnose und dann auch Ersatzteilversand viel, viel leichter. Guck mal hier, das sieht süß aus. Mach mal bitte auf. Das ist handwerkliche, tolle Qualität mit einem Lastauszug unten drauf. Das Ganze ist schön verarbeitet. Die Endkontrolle. Ich meine, ihr dürft ja nicht fudeln, auch wenn ihr jetzt erweitern werdet. Ja. Jedes Bimobil hier auf der Messe, du versprichst mir, dass alle, die rausgehen, die Qualität haben von den Messefahrzeugen, oder? Oder macht ihr da extra, sagt mal, hier, das brauchen wir jetzt besonders schön? Nein. Wir haben eine Endkontrolle, das ist immer der gleiche, der durch die Autos geht. Unser Erich ist da sehr streng und sieht also auch Kratzer, die ich ohne Brille schon längst nicht mehr gesehen hätte. Die der Kunde natürlich, der Kunde will die selber reinmachen und nicht ab Werk, oder? Genau. Okay. Das heißt, was der Erich nicht gesehen hat, wird wahrscheinlich auch ein Kunde nicht mehr finden. So, ist das hier zum Öffnen, die Stufe? Kann man die aufmachen? Die ist zum Öffnen, ja. Mach mal auf, bitte. Einmal kurz mal drauf machen, was man da so drunter sieht, weil die Leute fragen, wenn da ein Loch drin ist, was ist denn da drunter? Kannst du aufmachen, da kommst du an was ran? Ablass. Ablass. Frischwasserablass und Schuhfach. Okay, prima. Möbelverbinder, was das Auge sieht, das ist mit drauf. Und jetzt gehen wir mal am besten hier rein. Was ist da drin? Auch hier Schuhfach oder was auch immer. Das ist genial an der Stelle. Auf Wunsch kriegt der Kunde auch die Tür in die andere Richtung, oder? Ja, klar. Okay, also das, so viel Varianz ist da. Ja. Okay. Ich frag ja Wenn die nur. Tür jetzt links oder rechts angeschlagen ist. Das kriegst du noch hin. So, krieg ich hin. so dann bitte einmal schließen, rauskommen und dann zeigen wir mal eine Besonderheit. Simone, mach mal bitte die Treppe runter. Ja. Der Stefan wird dir zeigen, wie es geht. Soll ich es mal probieren? Ja, probier mal. Das ist ja, Nur festhalten, das ist wichtig. Was festhalten? Hier an den Griff festhalten. ja, sie kommt. Deswegen haben wir den Griff. Ja. Ah, Genau. so. So, und das ist diese Treppe könnte auch auf einem deutschen Spielplatz sein. Warum ich das sage, ist, der Spielplatz ist, glaube ich, der schlimmste Bereich für eine Zulassung, Normen angeht, ja. was Normen angeht. Ja. Und alles ist hier Spielplatz oder Kindertagesstätten getestet, von der Materialqualität her. Du kannst Sachen fallen lassen, auch wenn die mal runterfallen sollte. Das passiert auf den Messen regelmäßig, weil die Leute nur den Riegel aufmachen und die Treppe nicht festhalten. Dann weiß wieder jemand, dass ein Kunde hier drinnen ist, ohne dass jemand von uns dabei ist. Mehr ist aber auch nicht passiert. Läuft sich der Boden irgendwann mal durch, Stefan? Hast du es jemals gehabt? Nein. Also wie beim Wohnwagen, dass der irgendwann mal nach 10 Jahren wippt er oder... Nein. Nee, gibt's nicht. Okay. Jo, dann Längsbetten des Deutschen liebstes Kind. Es ist so, den Grundriss baut ihr schon ewig, oder? Den bauen wir schon ewig, ja. Wir haben jetzt mal uns den Spaß gemacht und haben in den Archiven gesucht. Wir haben tatsächlich seit 2000
einen Katalog für diesen Grundriss. 95 ungefähr war das erste Fahrzeug mit diesem Grundriss und seit 2000 haben wir den mit einem Katalog. So, du kannst auch querschlafen hier, wenn das Auto mal ein bisschen anders steht. Also denn von dieser Kante bis vorne ist immer noch 1,60, immer noch ein komfortables Querschläferbett. ja, aber auch die Breite ist sensationell. Das heißt, du bist hier über 2 Meter oder beim Bett. Ja. So, 2 Meter mal 2 Meter mindestens, was du drauf hast. Dann die Polster, das ist Objektqualität. Also die kriegst du nicht kaputt, oder? Nein, die sind von Optima, das sind spezielle 3-Schicht-Matratzen. Man schläft hervorragend drauf. Also das Ganze ist eigentlich auch dafür gedacht, man muss hier kein Zeug drauf machen. Du kannst auch einen Schlafsack draufschmeißen, theoretisch. Kannst drin pennen. Die Leute, die teilweise nutzen, sind sehr, sehr pragmatisch unterwegs, oder? Ja, wobei die meisten einfach Bettzeug drin haben. Bettzeug reinmachen. Da gehen ganz normale Spannbetttücher drauf, die passen sich ja Wir haben an. spezielle Spannbetttücher wegen der Verjüngung von der Matratze. Normales geht auch, aber wir haben speziell zugeschnittene. Okay. Farben, die Farbwahl gibt es nur in Blau, nehme ich an, so pragmatisch. Selbstverständlich nicht. Gut, danke. Gibt es auch Leder auf Wunsch? Ja, Echt? aber nicht fürs Bett. Okay, aber für die Sitze wird es Leder geben? Selbstverständlich. Okay, das heißt, wenn ich sage, ich will hier eine... Leder, dann haben wir eine Farbauswahl an Leder und dann machen wir das in Leder. Stefan, du willst nicht verarschen. Es gibt Leder. Ja. Hast du das schon oft gefilmt? Habe ich gefilmt? Versehentlich, oder wie? Ja, natürlich. So, jetzt kommt ein Highlight. Bitte mal, ist hier noch eine Tür? Ah, ist noch eine Tür da. Komm mal runter, wir machen mal die Treppe mal hoch. Und das ist eine Besonderheit. Nee, Treppe mal unten lassen erstmal. Ja. Das ist jetzt ein Sicherheitsmerkmal. Wenn das Ding hier unten ist, dann hat der Einbrecher nochmal mehr ein Problem, wenn er die Tür kriegt, oder? Wenn die Tür nicht aufgeht. Ja, die geht ein Stück weit auf und das war's. Fahrerhausseitig nur mit Schlüssel aufzumachen. Wohnkabinenseitig mit Knauf, fahrerhausseitig nur mit Schlüssel. Das heißt, sollte jemand ins Fahrerhaus einbrechen, dann muss er erst einmal die Tür aufbrechen, was schon mal ziemlich schwierig ist. Und dann steht sie noch an der Treppe an. Also das ist so laut und... Ja, ihr kommt irgendwann mal rein, aber die Leute wollen ja schnell rein raus, oder? Ja. Und weder schnell noch leise. Okay, verstanden. So, drunter ist übrigens, ich glaube, Froli habt ihr im Einsatz. Ja. Wenn du einmal kurz anhebst, Stefan, einmal kurz reinschauen. Das Ganze ist dann mit dieser Tür versehen und da hast du wieder mal eine ganz pragmatische Lösung. Du hast die geheime Kraft des Magneten für dich erkannt und hast gesagt... Einfach nur weiter drehen. So, sie macht das Sicherheitsschloss auf. Da muss man leicht drücken, das habe ich schon gelernt, sonst geht die Tür nicht auf. Und da ist das Fahrerhaus. Und das ist ein ganz besonderes Teil, wahrscheinlich auch wieder aus dem Objektqualität, Küche oder sowas. Genau, das ist einfach ein sehr, sehr stabiler Magnet. Das heißt, wenn jemand in der Wohnkabine mitfährt, muss während der Fahrt ja die Tür offen bleiben, dass die Kommunikation zwischen Fahrer und Passagier im Heck stattfinden kann und dann fährt man einfach mit offener Tür. So, also wir sind im Original eines Fernreisemobils dieser Bauart. So kann man es wirklich behaupten. Richtig. Nichts gegen die anderen, aber das hier ist ein Bimobil. Das ist ein Bimobil. Ja, das kann man sagen mit Iveco Allrad, 8-Gang ZF-Getriebe, mit in der Mitte 2 Schaltern, rot und blau. Das sieht aus wie Rallye. Was ist da drauf? Nein, das ist einmal das Fernlicht und einmal, bin ich überfragt, was Sie jetzt drauf haben? 230 Volt steht drauf, glaube ich. Okay, dann ist es die 230 Volt Lichtmaschine. Die kann zuschalten. Die normalerweise zugeschaltet ist, die ich aber auch wegschalten kann, wenn sie irgendwo Probleme hat oder ich die mehr Energie nicht aufwenden will. Säuft der eigentlich, der Allrad? Bitte? Ob er viel Sprit verbraucht? Relativ. Durch die großen Räder, durch die großen Kabinen und so weiter 16? kann man dieses Fahrzeug mit zwischen 15 und 17, 16 Liter fahren. Okay, also wie... Für diese Gewichtsklasse für absolut in Ordnung. Baut ihr nur auf Iveco auf? Nein, wir haben auch den Sprinter. Also in der Transporterklasse sind wir bei Iveco und bei Sprinter. Also bei Mercedes Sprinter bzw. Iveco Daily. In der LKW-Klasse haben wir Iveco Mercedes MAN. Und du kriegst auch genug Fahrgestelle für die Zukunft. Gerade mit Mercedes muss man gerade diskutieren. Iveco auch? Iveco schaut noch ganz gut aus. Sehr schön. So, wir zeigen mal gerade die Tür links hinter dir. Ja. Denn ein Kleiderschrank darf nicht fehlen. Jeder Grundriss ist hier wirklich erprobt. Wir haben schon die wirklich besten Grundrisse jetzt hier gezeigt. Großer Kleiderschrank mit drin, Fächer mit drin, Beleuchtung, aktive. Ja. Also das sind alles so Sachen, die gehören ja mit dazu. Und wir sind durch. Hast du bestimmt ganz, ganz viele Fragen, oder? Nee, ich glaube, ich habe alles. Sehr schön. Dann gehen wir raus, Stefan. Ja. Lieferzeit zurzeit zwischen 3 und 3,5 Jahre. Das Ganze soll sich ändern. So ist das. Der Stefan ist dran.
Und ich sag mal so, es gibt ja viele, die sagen, klar, wie ich ein Bimobil, ist auch ganz schön, dass die Schlange in der Disco ganz lang ist, ja. Aber du hast erkannt, es gibt so ein, ich sag mal, es gibt so eine Grenze, kann man das sagen? Es gibt eine Grenze und die liegt bei 3,5 Jahren, da sind wir jetzt definitiv dran. So, und da hast du gesagt, du willst es runterkriegen, vielleicht mal so auf 2 Jahre. Ja. Ist das ein Ziel, das realistisch ist? Ist ein realistisches Ziel. So, ich denke auch, die Leute, die entscheiden sich nicht von heute auf morgen jetzt so eine Reise zu machen oder so ein Wohnmobil zu kaufen, oder? Das ist ja schon eine... Also darf ich dazu was sagen? Ja? Und du kannst mich korrigieren. Wenn der Stefan hier 30 Bimobile fertig stehen hätte, Farbe wäre egal, Grundriss wäre eigentlich ziemlich egal, ja. Du würdest hier auf der Messe die 30 verkaufen. Gehe ich mal davon aus. Ja. Das ist ganz krank. Also die Leute, ich kriege ja Mails, du kennst doch den Stefan Christer. Hast du nicht eine Möglichkeit irgendwie, keine Ahnung, ich will so ein Bimobil haben und so weiter und so fort. Er hat was erreicht, trotz dieses sensationellen Preises von 360.000 Euro. Da bist du natürlich auch bei einem Concorde schon dabei, also bei einem 7,5 Tonner bist du schon dabei. Und da kriegst du natürlich auch ein tolles Fahrzeug mit einer anderen Anwendung, muss man fairerweise sagen. Und, aber du musst warten und da hast du interessante Gespräche. Ich meinte auch damit, dass man das jetzt nicht so spontan entscheidet. Also man kennt es dann wahrscheinlich schon länger oder wie auch immer. Das war mal. Also die Leute sind durch die Videos so, also ich sag mal, die Zielgruppe hat sich so stark erweitert. Ich meine, du baust ja kaum Fahrzeuge. 80 Millionen Einwohner haben wir. Ja. Davon behaupte ich mal, können sich ungefähr 1 Million das auch leisten. Ich meine, ist ja eine Stange Geld. Ich meine, machen wir uns nichts vor, 360.000 Euro. Ist natürlich auch von der Anwendung nochmal eine Nische. Ist ja nicht das normale Camping, was wir propagieren. Ja, und die Leute, die wirklich Fernreisen machen wollen, hat Simone recht, das ist eine Sache, die ist geplant. Wir haben immer wieder Leute, die kommen und sagen, 3 Jahre Vorlauf, ja, das passt gut, weil dann will ich in Rente gehen. Aber das Format, was wir hier ausstrahlen, das ist ja, viele Leute gucken das ja einfach nur statt Netflix oder so. Und wenn du das einfach mal 20 Mal geguckt hast, dann kriegst du einfach Lust irgendwann mal und sagst, ich will so ein Ding haben. Das merkst du auch. Er kriegt unglaublich viele Anfragen. Wie kriegt ihr denn raus, ob die valide sind? Weil ich meine, allein die Erstellung eines Angebotes, ihr habt ja mal für mich eins erstellt, es kam dann leider nicht zum Kauf. Oder vielleicht für dich zum Glück. Dann hast du einen Bauplatz mehr gehabt, ja. Das ist schon viel. Was kriegt ihr denn so am Tag rein an Anfragen? Ach, am Tag so 1, 2 Anfragen. Jeden Tag? Ja. Und das sind ja auch Leute, die nicht fragen, hallo Stefan, bist du da oder so? Nein, das sind natürlich ganz viele erstmal Grundanfragen, kann ich mal vorbeikommen, was habt ihr und so weiter. Wir sagen grundsätzlich nach einem Erstgespräch auf einer Messe oder am Telefon oder so, dass man sagt, man macht einen Termin bei uns. Eine echte Beratung dauert einen halben Tag, bis man mal so ein Fernreisefahrzeug durchkonfiguriert hat. Und die Leute, die sich den ganzen Tag Zeit nehmen und sich vorerkundigt haben, die kaufen dann auch zum hohen Prozentsatz. Du bist ein ziemlicher Zwitter, muss ich sagen, denn es gibt ja diese ganz harte Fernreiseklasse, also ich sage jetzt mal Action Mobil und Co., die, ich sag mal, du bist irgendwie, und das ist auch der Grund, warum du hier in der Premium-Halle stehst, neben Concorde und Co., das hier ist Premium. Und man kann damit auch locker eigentlich auch ins Camping fahren. Das ist universell einsetzbar. Du hast einen schlanken Fuß mit den Autos. Die sind sehr unauffällig, was das Thema Bling Bling angeht. Und viele sind mit diesen Haufen, die man nenne schwarz, groß, riesig und so weiter. Da kommst du auf den Campingplatz, da sagt der Campingplatzbetreiber schon, naja, mein Rasen, stell dich mal ganz hinten in die Ecke. Nee, es passiert. Ja, glaube ich sofort. Ist so. Und hiermit kannst du sowohl auf dem Campingplatz fahren, kannst alles mitmachen. Ne? Richtig, ja. Und das ist auch mir ist es immer wichtig, dass man nicht zu protzig oder zu martialisch auftritt, weil ich reise ja damit. Ich komme ja in Regionen, wo Menschen deutlich weniger Geld haben als wir hier in Deutschland. Und wenn ich ein Fahrzeug habe für 200, 300, 500.000 Euro und komme in Regionen, wo die Leute einfach arm sind, dann muss man sagen, ich bin trotzdem Gast und ich muss ja nicht protzen und zeigen, wie toll ich bin, sondern ich bereise das Land und ich schaue, wie die leben. Und das ist die Erfahrung unserer Kunden, auch meine eigene Erfahrung. Die Akzeptanz unserer Fahrzeuge ist da sehr, sehr hoch. Die Leute sind neugierig, was man mitbringt und nicht abgeschreckt. Sehr schön. Stefan Christner und Simone Zöller. Ach je, jetzt habe ich dich hier mitgenommen. Ich habe dich gestern ein bisschen früher nach Hause geschickt, ja, weil wir gesagt haben, aber das hier ist eine eigene Liga. Sag mal, wenn du das filmst, die sprechen da mittlerweile auch schon Leute an, ja, und dann sagen die ja auch, hey, hier 360.000 Euro.
Wir sind ja hier schon in der Anlageklasse, die ist schon etwas höher. Hat da einer schon mal gefragt, du hast ja jetzt schon so viel Erfahrung, was kannst du mir empfehlen? Ja, also öfter kriege ich auf Instagram oder so Nachrichten, ja, was fandst du jetzt am besten und so weiter. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie das dann kaufen wollen, aber sie interessieren sich einfach, was ich jetzt wirklich am besten fand, was mir persönlich am besten gefallen hat und so. Ja, wir haben ja draußen gefilmt, der baut auf gebrauchte Fiat Ducatos auf. Ab 37.000 Euro praktisch refurbished, neuer Aufbau mit allem drum und dran, geht in die Millionen. Deine Videos aber auch, muss man sagen. Das ist es hier faszinierende Technik so ein bisschen? Ich denke, das ist faszinierende Technik und wir haben ganz, ganz viele Kunden, die genau das, was wir zeigen, auch gut finden. Und wir sind ein bisschen anders wie der Mainstream und das interessiert natürlich auch. Sehr schön. Vielen Dank, Stefan Christner. Eine Frage. Rausgefunden. Und zwar, ich sehe jetzt hier, ihr habt auch eine Kabine auf dem Ford Ranger aufgebaut. Ja. Ist die dann fest oder kann man die auch Das ist eine Absetzkabine. Das ist klassisches Pick-up-System. Das heißt, ich kann die Wohnkabine am Campingplatz abstellen, bin mobil, ich habe das Fahrzeug für den Alltag. Ich kann die Originalpritsche wieder auf die Plattform draufsetzen. Das heißt, für einen normalen Alltag habe ich ein Pickup, für Dienstfahrten und so weiter. Aber das heißt, die sind jetzt nicht unbedingt für Fernreisen gedacht, sondern eher für normal. Das Problem ist die Zuladung und der Platz. Ja, wenn ich entsprechend vorsichtig, dies bauartbedingt, jeder Pickup ist die Achslastverteilung nicht optimal. Aber wenn ich mir der Thematik bewusst bin, kann ich damit auch Weltreisen fahren. Die große Asienreise bis Peking und sowas haben auch schon Pickups von uns gemacht. Ich fahre ja gerade einen Hilux, muss ich sagen, und der ist dafür gemacht. Und wir haben so eine Aufsatzkabine mit dabei, auch 3,5 Jahre? Ja, gilt für alles. Gilt für alles. Also demnächst schneller, so viel kann man sagen. Du hast erkannt, die geht's auch, ich habe immer das Gefühl, nicht um das große Geld verdienen. Das ist so, also du bist sowieso schwer einzuschätzen, wie du hier rumläufst und so, mit allem drum und dran. Dann hast du noch 2 interessante Hunde. Was hast du? 2 Wolfshunde. Wolfshunde, die musst du mal sehen. Die sind interessant, weil die sind sturköpfig und allem drum und dran. Das unterstelle ich dem Stefan auch ein bisschen. Ja, der ist sehr eigen. Er hat sein eigenes Prinzip, setzt es aber durch und es ist erfolgreich. Ja. Also es ist wirklich so, gegen alle Unkenrufe wird wahrscheinlich im Jahr 2028 das Teil so ähnlich immer noch aussehen. Was denn drunter ist, werden wir sehen. Aber es ist da. 17. Januar 2023, Bimobil. Und das haben wir uns auch schon gefilmt. Da steht's in Rot mit einer sensationellen Ausstattung, nämlich 2 Stockbetten hinten. Wir haben hier, ich sag mal, Echtglasfenster mit drin. Guckt euch das Video an. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.